Man sagt uns, wir sollen sparen, verzichten, uns einschränken. Das sei der einzige Weg in eine grüne Zukunft. Aber was, wenn das die fundamentale Fehleinschätzung ist? Was, wenn wir uns mit diesem Denken nicht retten, sondern unsere eigene Entwicklung sabotieren? Was, wenn der Schlüssel zu echtem Fortschritt und Wohlstand für uns alle nicht weniger, sondern mehr Energie ist? Und was, wenn ausgerechnet Bitcoin, der angebliche Klimakiller, uns den Weg dorthin weist? Bleibt dran, denn heute rütteln wir an einem der größten Tabus unserer Zeit und skizzieren eine Zukunftsvision, die Mut macht, statt Angst zu schüren. Zu Beginn jedoch ein wichtiger Disclaimer. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir heute erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Okay, jetzt geht's los. Seit Jahren wird uns eine Geschichte der Begrenzung erzählt. Unser Planet sei am Limit, unsere Ressourcen endlich und unser Energiehunger eine Sünde. Die logische Konsequenz? Verzicht. Wir sollen weniger fahren, weniger fliegen, weniger heizen. Kurz gesagt, weniger leben. Energiesparen ist zur höchsten Tugend erhoben worden, fast schon eine moderne Religion. Wer mehr verbraucht, gilt als rücksichtslos. Ganze politische Programme bauen auf der Idee des Degrowth auf, also dem gezielten Schrumpfen unserer Wirtschaft, um den Planeten zu retten. Doch diese Erzählung hat einen entscheidenden Denkfehler. Sie verwechselt Ursache und Wirkung und ignoriert die mächtigste Kraft, die die Menschen je angetrieben hat. Unser unbändiger Drang nach Fortschritt. Die gesamte Geschichte der menschlichen Zivilisation ist eine Geschichte wachsender Energienutzung. Vom Feuer, das uns erlaubte zu kochen und uns zu wärmen, über die landwirtschaftliche Revolution, angetrieben durch die Kraft von Tieren, bis hin zur industriellen Revolution, die auf Kohle und Öl basierte. Jeder einzelne Sprung in unserem Wohlstand, unserer Lebenserwartung und unserer Lebensqualität war direkt an einen Sprung in unserem Energieverbrauch gekoppelt. Die Erzählung des Verzichts ist in Wahrheit eine Erzählung der Stagnation. Sie ist ein Verrat an den Milliarden an Menschen, die noch nicht den Lebensstandard genießen, den wir im Westen als selbstverständlich halten. Ihnen zu sagen, sie sollen sparen, heißt ihnen zu sagen, sie sollen arm bleiben. Das Denken in Knappheit ist ein Luxus, den sich nur leisten kann, wer schon alles hat. Es ist eine zutiefst fortschrittsfeindliche und letztlich unmenschliche Ideologie. Denn was wir wirklich brauchen, ist nicht wenig Energie, sondern mehr saubere, billige und unendlich verfügbare Energie. Um nun zu verstehen, warum mehr Energie der Schlüssel ist, müssen wir größer denken. Viel größer. In den 1960er Jahren schlug der sowjetische Astronom Nikolai Kardaschow eine faszinierende Methode vor, um Zivilisationen zu klassifizieren. Nicht nach ihrer Ethik oder Politik, sondern allein nach der Menge an Energie, die sie kontrollieren. Das ist die Kardaschow-Skala. Eine Typ-1-Zivilisation kann die gesamte auf ihrem Heimatplanet verfügbare Energie nutzen und speichern. Das schließt alles mit ein. Die gesamte Sonnenenergie, die auf die Erde trifft, Wind, Geothermie und Wasserkraft. Eine Typ-2-Zivilisation kann die gesamte Energie ihres Heimatsterns kontrollieren. Vermutlich durch eine gigantische Struktur wie eine Dyson-Sphäre, die den Stern komplett umschließt. Und eine Typ-3-Zivilisation? Sie ist galaktisch. Sie kontrolliert die Energie ihrer gesamten Galaxie. Über die Milliarden von Sternen. Wo stehen wir nun auf dieser Skala? Forscher wie Carl Sagan schätzen unseren Status auf etwa 0,73. Wir sind also noch nicht einmal eine Typ-1-Zivilisation. Wir nutzen nur einen kleinen Teil der Energie, die uns allein unser Planet und unsere Sonne zur Verfügung stellen. Die Kardaschow-Skala gibt uns eine radikal andere Perspektive auf unsere Zukunft. Fortschritt bedeutet nicht, den Energieverbrauch zu drosseln und für immer bei 0,73 festzustecken. Fortschritt bedeutet, den Aufstieg zur Typ-1-Zivilisation anzustreben. Eine Welt, in der die Energie so billig und reichhaltig vorhanden ist, dass Armut der Vergangenheit angehört. Wer Wüsten begrünen,
Ozeane entsalzen und vielleicht sogar das Klima nach unseren Wünschen gestalten können. Aus dieser Perspektive ist die Forderung nach Energiesparen nicht nur fortschrittsfeindlich, sie ist eine Art zivilisatorischer Selbstmord. Sie ist die freiwillige Entscheidung, eine primitive, planetengebundene Spezies zu bleiben, die sich um knappe Ressourcen streitet, anstatt nach den Sternen zu greifen. Die Frage ist also nicht, ob wir mehr Energie verbrauchen sollten, sondern wie wir dort hinkommen. Genau hier kommt eine Technologie ins Spiel, die die meisten für das Problem halten. Reden wir also über Bitcoin. Die erste Assoziation ist fast immer Stromfresser. Wir kennen alle die Schlagzeilen. Bitcoin verbraucht so viel Energie wie die Niederlande. Oder eine Transaktion verbraucht so viel Strom wie ein Haushalt in einem Monat. Und ja, das Bitcoin-Netzwerk verbraucht eine gewaltige Menge Energie. Aber diese Kritik ist zu kurzsichtig. Sie stellt die falsche Frage. Die richtige Frage lautet nicht, dass Bitcoin Energie verbraucht, sondern welche Art von Energie er verbraucht und warum dieser Verbrauch ein genialer Mechanismus für unsere Energiezukunft ist. Stell dir also Bitcoin als einen einzigartigen globalen Energieabnehmer vor. Er hat nur eine einzige unerbittliche Eigenschaft. Er sucht 24/7 nach der absolut billigsten Energie auf diesem Planeten. Ihm ist es vollkommen egal, woher diese Energie kommt. Ob aus einem Wasserkraftwerk in Sibirien, einem Geothermiekraftwerk in Island oder einem Solarpark in der Sahara. Hauptsache, sie ist billig. Dieser unstillbare Hunger nach billiger Energie ist kein Fehler im System. Er ist ein entscheidendes Merkmal. Er schafft einen globalen, standortunabhängigen Käufer letzter Instanz für jede Form von Elektrizität, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort keinen anderen Abnehmer findet. Und genau das macht Bitcoin von einem angeblichen Problem zu einem Motor der Energiewende. Machen wir es also konkret. Die globale Energiewende hat zwei zentrale Probleme. Erstens gibt es Energiequellen, die ungenutzt bleiben. Und zweitens ist die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien unbeständig. Bitcoin bietet für beides eine Lösung. Das erste Stichwort: gestrandete Energie. Überall auf der Welt wird Energie verschwendet. Denk an Ölfelder, auf denen überschüssiges Methan, ein extrem starkes Treibhausgas, einfach abgefackelt wird. Statt dieses Gas in die Atmosphäre zu blasen, könnten mobile Bitcoin-Miner-Container direkt vor Ort aufgestellt werden, das Gas in Strom umwandeln und damit Geld verdienen. Das nutzt nicht nur die Energie, sondern reduziert auch den Ausstoß von schädlichem Methan drastisch. Initiativen von Unternehmen wie Mara Holdings, die genau solche Projekte umsetzen, zeigen ein enormes Potenzial. Oder denk an ein abgelegenes Wasserkraftwerk, die einfach mehr sauberen Strom produzieren, als das lokale Netz abnehmen kann. Bevor man teure Leitungen über Hunderte von Kilometern baut, kann Bitcoin Mining diese überschüssige Energie direkt vor Ort monetarisieren. So werden Anlagen von Anfang an profitabel gemacht. Das Unternehmen Griddesk finanziert auf diese Weise sogar den Aufbau lokaler Stromnetze in ländlichen Gebieten von Afrika, die sonst vielleicht nie einen Anschluss bekommen hätten. Bitcoin kauft die Energie, die sonst niemand will. Und das zweite Stichwort: Förderung erneuerbarer Energien. Das größte Problem von Wind- und Solarenergie ist ihre Unbeständigkeit. Manchmal weht der Wind nachts, wenn niemand Strom braucht. Oder die Sonne scheint mittags so stark, dass die Netze überlastet sind. Dieser Überschussstrom hat oft einen Preis von 0 oder sogar einen negativen Preis. Hier springt Bitcoin als perfekter Partner ein. Mining-Anlagen agieren als flexible Last. Sie schalten sich dann genau ein, wenn ein Überangebot an billigem, sauberem Strom da ist und stabilisieren so das Netz. Dieser Mechanismus schafft einen fundamentalen wirtschaftlichen Anreiz, massiv in erneuerbare Energien zu investieren. Und zwar ohne staatliche Subvention. Ein riesiger Windpark mitten im Nirgendwo wird plötzlich rentabel, weil er weiß, dass er mit Bitcoin einen permanenten Abnehmer für seinen überschüssigen Strom hat.
Bitcoin ist der Katalysator, der den Ausbau grüner Energien weltweit beschleunigen wird. Und die Zahlen bestätigen diesen Trend. Eine aktuelle Studie der Universität Cambridge zeigt, dass der Anteil nachhaltiger Energiequellen im Bitcoin-Netzwerk auf über 52% gestiegen ist. Weit mehr als im globalen Durchschnitt. Erdgas hat Kohle als wichtigste fossile Quelle abgelöst und der Anteil von Wasser, Wind und Solarkraft wächst stetig. Kritiker wenden ein, dass Bitcoin in Zeiten hoher Nachfrage mit Haushalten um Strom konkurrieren könnte. Doch diese Kritik übersieht das Gesamtbild. Bitcoin löst das Henne-Ei-Problem der Energiewende, indem es den massiven Ausbau der Erzeugungskapazitäten überhaupt erst wirtschaftlich macht. Die Grundlage für alle weiteren Schritte. Also, was bedeutet das alles? Die weltweite Verbreitung von Energiesparen ist eine Erzählung von Angst und Stagnation. Sie hält uns klein und bremst echten Fortschritt. Eine visionäre Perspektive, wie die Kardaschow-Skala, zeigt uns, die Zukunft der Menschheit liegt in der Energiefülle, nicht in der Knappheit. In Bitcoin, oft als Bösewicht dargestellt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein entscheidender Mechanismus, um uns auch in diese Zukunft zu bringen. Sein unstillbarer Hunger nach der billigsten Energie der Welt schafft genau diese Anreize, die wir hier brauchen, um verschwendete Energie und Ressourcen zu nutzen und den Ausbau erneuerbaren Energien global zu beschleunigen. Er ist kein Parasit, sondern ein Symbiont für unser Energiesystem. Statt uns also aus Angst vor dem Verbrauch zurückzuziehen, sollten wir die Chancen ergreifen, die uns intelligente Technologien bieten. Wir sollten nicht fragen, wie wir weniger verbrauchen, sondern wie wir mehr saubere Energie für uns alle erzeugen können, um endlich den Sprung zur Typ-1-Zivilisation zu schaffen. Das ist der wahre Weg in eine fortschrittlichere und gerechtere Zukunft. Aber das ist nur meine Analyse. Mich interessiert deine Meinung dazu brennend. Siehst du im Bitcoin eine Chance für unsere Energiezukunft oder nur eine Belastung? Ist der Ruf nach mehr Energie wahnwitzig oder doch visionär? Schreibt es in die Kommentare, lasst uns gerne diskutieren. Und wenn du mehr solche Analysen willst, die den Status quo hinterfragen, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Out with you! No, so then you are her. I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed. Why did you leave me? You died. You died. Those burning feet, they sputtered out when you were born. But now you're I died? I died? What, you mean permanently died?